Die große heidnische Armee. Die Geschichte der Invasion, die England für immer veränderte. Im Jahre des Herrn 864 nach Christus lag über den angelsächsischen Königreichen Englands eine trügerische Ruhe. Das Land war ein Flickenteppich aus rivalisierenden Mächten. Northumbria im Norden, zerrissen von internen Machtkämpfen. Mercia im Herzen des Landes, das seinen einstigen Glanz langsam verlor. East Anglia an der Ostküste, reich, aber verwundbar. Und Wessex im Süden, ein aufstrebendes Königreich unter der Führung eines weitsichtigen Königshauses. Seit fast einem Jahrhundert kannten die Küstenbewohner dieser Reiche den Schrecken, der aus dem Norden kam. Die schlanken Drachenboote der Wikinger waren zu einem regelmäßigen, wenn auch gefürchteten Anblick geworden. Doch diese Überfälle waren meist schnelle, brutale Nadelstiche. Ein Kloster wurde geplündert, ein Dorf niedergebrannt, Sklaven wurden genommen, und bevor eine organisierte Armee zur Verteidigung aufgestellt werden konnte, waren die Nordmänner bereits wieder auf dem offenen Meer verschwunden. Doch im Herbst des Jahres 865 war etwas anders. Die Flotte, die an den Küsten von East Anglia landete, war größer als alles, was man zuvor gesehen hatte. Es war keine flüchtige Räuberbande. Es war eine Armee, eine gewaltige Streitmacht, die in den angelsächsischen Quellen, insbesondere in der unschätzbaren angelsächsischen Chronik, mit einem Namen bedacht wurde, der Furcht und Respekt zugleich ausdrückte: das große heidnische Heer, Mikel-Hettenheere. Dies war kein Raubzug mehr. Dies war eine Invasion. Die späteren nordischen Sagas, die Jahrhunderte nach den Ereignissen niedergeschrieben wurden, schmückten den Grund für diese Invasion mit einer dramatischen und persönlichen Geschichte der Rache. Sie erzählen von dem legendären Wikingerkönig Ragnar Lodbrok, der angeblich von König Ella von Northumbria gefangen und in eine Schlangengrube geworfen wurde. Sterbend, so die Legende, soll Ragnar gelacht und prophezeit haben: die Frischlinge werden grunzen, wenn sie hören, wie der alte Eber leidet. Diese Frischlinge waren seine Söhne, eine furchterregende Bruderschaft von Kriegsherren, die nun kamen, um den Tod ihres Vaters zu rächen. Ivar, der Knochenlose, ein Stratege von unheimlicher Klugheit und möglicherweise körperlicher Gebrechlichkeit, dessen Geist seine größte Waffe war. Halfdan Ragnarsson und Ubba, gefürchtete Krieger von großer Stärke und Wildheit. Ob diese Rachegeschichte historisch korrekt ist oder eine spätere literarische Ausschmückung, um die Ereignisse zu erklären, ist unter Historikern umstritten. Die angelsächsische Chronik erwähnt Ragnar in diesem Zusammenhang nicht. Doch unabhängig vom wahren Motiv war die Absicht der Armee unmissverständlich. Sie kam nicht, um zu plündern und zu fliehen. Sie kam, um zu erobern und zu bleiben. Der Sturm, der sich über dem Meer zusammengebraut hatte, war nun bereit, über England hereinzubrechen und das Schicksal der angelsächsischen Welt für immer zu verändern. Teil 2. Der Fall des Nordens, 867. Die große heidnische Armee wählte ihr erstes Ziel mit Bedacht. Sie landeten in East Anglia, einem reichen, aber militärisch schwachen Königreich. Anstatt sofort plündernd und mordend durch das Land zu ziehen, zeigten die Anführer, allen voran Ivar der Knochenlose, ihr strategisches Geschick. Sie errichteten ein befestigtes Lager und schickten eine klare Botschaft an König Edmund von East Anglia. Sie forderten Frieden im Austausch für Pferde. Für die Wikinger waren Pferde von unschätzbarem Wert. Sie verwandelten ihre Armee von einer seegestützten Infanterie in eine mobile Streitmacht, die schnell tief ins Landesinnere vordringen konnte. König Edmund, der geballten Macht der Wikingerarmee wenig entgegenzusetzen hatte, stimmte widerwillig zu. Den Winter über rüsteten sich die Nordmänner, sammelten Vorräte und machten sich mit dem Land vertraut. Sie warteten auf den richtigen Moment. Dieser Moment kam im Herbst 866. Mit ihrer neu gewonnenen Mobilität marschierte die Armee nach Norden in das Königreich Northumbria. Hier fanden sie ein Land vor, das durch einen brutalen Bürgerkrieg zerrissen war. Zwei rivalisierende Anwärter auf den Thron, Osbert und Ella, kämpften um die Vorherrschaft.
Diese innere Spaltung war ein Geschenk des Himmels für die Wikinger. Am 1. November 866 marschierten sie praktisch ohne Widerstand in die wichtigste Stadt Northumbrias ein, Eoforbic, das heutige York. Die Angelsachsen waren schockiert. Eoforbic war nicht nur ein politisches und wirtschaftliches Zentrum, sondern auch ein bedeutender kirchlicher Sitz. Die Wikinger befestigten die Stadt und machten sie zu ihrer Operationsbasis. Erst angesichts dieser existenziellen Bedrohung legten Osbert und Ella ihren Streit bei und schlossen ein Bündnis, um ihre Hauptstadt zurückzuerobern. Im Frühling 867 versammelten sie ihre Streitkräfte und marschierten auf York. Die angelsächsische Chronik berichtet, dass es ihnen gelang, die Stadtmauern zu durchbrechen und in die Stadt einzudringen. Doch hier hatten die Wikinger eine Falle gestellt. In den engen Gassen von York, wo die angelsächsische Formation aufbrach, wurden die Angreifer von den kampferprobten Nordmännern niedergemacht. Es war ein Gemetzel. Sowohl Osbert als auch Ella fielen in der Schlacht. Hier knüpfen die Sagas wieder an die Rachegeschichte an. Sie berichten, dass Ella lebend gefangen genommen und einem grausamen Ritual unterzogen wurde, das als Blutadler, Blodörn, bekannt ist. Bei diesem angeblichen Ritual wurden dem Opfer die Rippen vom Rückgrat gelöst und die Lungen nach außen gezogen, um eine Art Flügel zu formen. Es ist wichtig zu betonen, dass die Historizität dieses Rituals stark angezweifelt wird. Es wird in keiner zeitgenössischen Quelle erwähnt und könnte eine spätere literarische Erfindung sein, um die heidnische Grausamkeit der Wikinger zu unterstreichen. Unabhängig davon war das Ergebnis eindeutig. Northumbria, das einst mächtigste angelsächsische Königreich, war enthauptet und lag zu Füßen der Wikinger. Sie setzten einen Marionettenkönig ein und verwandelten Eoforbic in ihre eigene Hauptstadt Jorvik, die für die nächsten 100 Jahre das Zentrum der skandinavischen Macht in England bleiben sollte. Teil 2: Die Unterwerfung von Mercia und East Anglia 808–878. Mit dem Norden unter ihrer Kontrolle richtete die große heidnische Armee ihren Blick nach Süden auf das Königreich Mercia. Im Jahr 868 marschierten sie tief ins Herz des Landes und nahmen die befestigte Stadt Nottingham ein. König Burgred von Mercia, der Invasionsarmee allein nicht gewachsen war, sandte verzweifelte Hilferufe an seine Nachbarn im Süden, das Königreich Wessex. Hier betritt eine der wichtigsten Figuren der englischen Geschichte zum ersten Mal die Bühne im Kampf gegen die Wikinger: Alfred, der jüngere Bruder von König Æthelred von Wessex. Die beiden Brüder führten die Armee von Wessex, den sogenannten Fyrd, nach Norden, um Mercia zu unterstützen. Der Fyrd war im Wesentlichen eine Miliz, eine wehrpflichtigen Armee, die aus freien Landbesitzern, den Tegens, Adligen und Ceorls, freien Bauern, bestand. Jeder Mann war verpflichtet, für eine bestimmte Zeit im Jahr Kriegsdienst zu leisten. Die vereinten Armeen von Wessex und Mercia belagerten die Wikinger in Nottingham, konnten die Stadt aber nicht einnehmen. Ebenso konnten die Wikinger die Belagerer nicht entscheidend schlagen. Die Situation endete in einer Pattsituation und König Burgred entschied sich für den pragmatischeren Weg. Er zahlte den Wikingern ein Tribut, damit sie sein Königreich verließen. Die Armee zog sich nach York zurück, um den Winter dort zu verbringen. Dieser Teilerfolg bestärkte die Wikinger nur. Im Jahr 863 kehrten sie mit voller Wucht zurück, diesmal zielten sie wieder auf East Anglia. König Edmund, der sie 4 Jahre zuvor mit Pferden bezahlt hatte, entschied sich diesmal für den Kampf. Bei Thetford kam es zur Schlacht. Die Chronik ist hier kurz angebunden und berichtet nur, dass die Heiden den Sieg davontrugen und den König töteten. Spätere hagiographische Texte, heiligen Legenden, malen ein weitaus dramatischeres Bild. Sie berichten, dass Edmund gefangen genommen wurde. Als er sich weigerte, seinem christlichen Glauben abzuschwören und ein Vasall der heidnischen Anführer zu werden, wurde er an einen Baum gebunden und von den Wikingern als Zielscheibe für ihre Pfeile benutzt, bis er wie ein Igel von Pfeilen bedeckt war. Schließlich wurde er enthauptet.
Sein unerschütterlicher Glaube im Angesicht des Todes machte ihn zu einem der beliebtesten Heiligen Englands, St. Edmund der Märtyrer. Mit dem Fall von East Anglia kontrollierte die große heidnische Armee nun den gesamten Norden und Osten Englands. Im Jahr 874, nach einer kurzen Kampagne in Wessex, die wir später betrachten werden, wandte sich die Armee wieder Mercia zu. Diesmal gab es keine Hilfe aus Wessex. Im Jahr 874 vertrieben sie König Burgred ins Exil nach Rom, wo er starb. An seiner Stelle setzten sie einen weiteren Marionettenkönig, Ceolwulf II., ein. Mercia, das große Reich der Mitte, war gefallen. Nun, da 3 der 4 großen angelsächsischen Königreiche erobert oder unterworfen waren, stand nur noch eine Bastion des Widerstands: Wessex. Die Armee teilte sich. Halfdan Ragnarsson führte einen Teil nach Norden, um die Eroberung von Northumbria abzuschließen und das Land unter seinen Kriegern aufzuteilen. Der andere, größere Teil, nun unter der Führung neuer Anführer wie Guthrum, wandte seine gesamte, ungeteilte Aufmerksamkeit dem letzten verbliebenen Königreich zu. Der Kampf um das Schicksal Englands stand kurz bevor. Teilte Thraitz, das letzte Königreich, Wessex, allein gegen die Welt, 871 bis 878. Der Kampf um Wessex war der entscheidende Akt im Drama der großen heidnischen Armee. Es war ein jahrelanger, zermürbender Konflikt, der das Königreich an den Rand des Zusammenbruchs brachte und aus seinem jungen König Alfred eine Legende schmieden sollte. Das Jahr 878 wurde als Alfreds Jahr der Schlachten bekannt. Die Wikingerarmee stieß tief nach Wessex vor und errichtete ein befestigtes Lager in Reading. Von hier aus führten sie eine Reihe von Angriffen durch. König Æthelred und sein Bruder Alfred stellten sich ihnen mit dem Fürth von Wessex entgegen. Es folgte eine Reihe von blutigen und unerbittlichen Schlachten innerhalb weniger Monate. Die Schlacht von Reading. Ein erster Angriff der Angelsachsen wurde zurückgeschlagen. Die Schlacht von Ashdown. Ein bedeutender Sieg für Wessex. Die Legende besagt, dass Alfred die Initiative ergriff und den Angriff führte, während sein Bruder Æthelred noch beim Gebet verweilte. Die Schlacht von Basing. Eine Niederlage für Wessex. Die Schlacht von Merton. Eine weitere, unentschiedene, aber blutige Schlacht, in der König Æthelred tödlich verwundet wurde. Nach dem Tod seines Bruders bestieg der erst 21-jährige Alfred den Thron von Wessex. Er erbte ein Königreich, das vom Krieg erschöpft war. Der Fürth hatte schwere Verluste erlitten und seine Wehrpflichtigen mussten nach einer gewissen Zeit zu ihren Höfen zurückkehren, um die Ernte einzubringen. Alfred erkannte, dass er eine Atempause brauchte. In einer Entscheidung, die seine pragmatische Intelligenz zeigte, tat er, was andere Könige vor ihm getan hatten. Er zahlte den Wikingern ein Tribut, das Danegeld. Es war keine Kapitulation, sondern ein strategischer Rückzug. Er kaufte sich Zeit. Für einige Jahre funktionierte es. Die Armee verließ Wessex und konzentrierte sich auf die Unterwerfung von Mercia. Doch im Jahr 878, als Alfred sich sicher wähnte, schlug der Wikingerkönig Guthrum mit verheerender Wucht zu. Er brach den Friedensvertrag und startete eine Überraschungsoffensive mitten im Winter. Er überfiel Alfreds königlichen Hof in Chippenham während der Weihnachtsfeierlichkeiten. Der Angriff war eine Katastrophe. Der Fürth war demobilisiert, das Königreich unvorbereitet. Alfred und eine kleine Schar von Gefolgsleuten konnten nur knapp entkommen. Dies war der tiefste Punkt im Schicksal von Wessex und Alfreds Leben. Das Königreich war praktisch überrannt. Alfred war ein Flüchtling im eigenen Land. Er floh in die unzugänglichen Sümpfe und Marschlande von Somerset, einen Ort namens Athelney. Hier, verborgen im Labyrinth aus Wasserwegen und Röhricht, begann er, den Widerstand zu organisieren. Aus dieser Zeit stammt die berühmte Legende von Alfred und den Kuchen. Die Geschichte erzählt, wie der verkleidete König bei einer Bäuerin Unterschlupf fand. Sie bat ihn, auf die Kuchen am Feuer aufzupassen,
während sie andere Arbeiten verrichtete. In Gedanken an seine aussichtslose Lage versunken, ließ Alfred die Kuchen verbrennen und wurde von der zurückkehrenden Frau ausgeschimpft, die nicht wusste, dass sie den König von Wessex vor sich hatte. Ob wahr oder nicht, die Geschichte illustriert perfekt die Demut und Verzweiflung seiner Situation. Doch Alfred gab nicht auf. Aus seinem Sumpfversteck heraus führte er einen Guerillakrieg und sandte Botschafter zu den Aldermen, Adligen der verbliebenen treuen Grafschaften. Im Frühling 878 war die Zeit reif. Er verließ Athelney und rief die Earls von Somerset, Wiltshire und Hampshire an einem Ort namens Egbertstein zusammen. Die Chronik beschreibt die emotionale Szene, als die Männer ihren König wiedersahen, den sie für tot oder geflohen gehalten hatten. Sie empfingen ihn, als wären sie wieder zum Leben erweckt worden. Mit seiner neu formierten Armee marschierte Alfred schnell und entschlossen gegen Guthrums Hauptstreitmacht. Die beiden Armeen trafen bei Addington aufeinander. Dies war keine kleine Scharmützel, sondern die entscheidende Schlacht um das Überleben Englands. Alfred formierte seine Männer zu einer dichten Schildburg. Die Wikinger taten es ihm gleich. Die Chronik beschreibt eine Schlacht, die den ganzen Tag dauerte. Ein brutales Ringen zweier Schildmauern, ein Aufeinanderprallen von Speeren, Äxten und dem unerbittlichen Druck von Hunderten von Männern. Doch diesmal siegte Alfred. Er durchbrach die Wikingerlinie. Die Nordmänner flohen in Panik zurück zu ihrer Festung in Chippenham. Alfred belagerte sie 14 Tage lang. Ohne Nahrung und ohne Hoffnung auf Verstärkung kapitulierte Guthrum schließlich. Alfred hatte das Unmögliche geschafft. Er hatte sein Königreich vom Rande des Abgrunds zurückgeholt. Teil an Vierter, die Geburt des Danelagh und die Schmiedung Englands. Der Sieg bei Addington war mehr als nur ein militärischer Triumph. Er war der Wendepunkt, der die Zukunft Englands neu definierte. Alfred hätte Guthrum und seine Anführer hinrichten lassen können. Stattdessen bewies er erneut seine Weitsicht. Er zwang Guthrum, einen Vertrag zu unterzeichnen, der als Vertrag von Wedmore bekannt wurde. Die Bedingungen waren revolutionär. Guthrum und seine wichtigsten Häuptlinge mussten sich zum Christentum bekennen und sich taufen lassen. Alfred selbst wurde Guthrums Taufpate. Dieser Akt war von enormer symbolischer Bedeutung. Er brachte seinen besiegten Feind in die Gemeinschaft der christlichen Könige und schuf eine ideologische Grundlage für einen dauerhaften Frieden. Der Vertrag legte auch die Grenzen fest. England wurde de facto geteilt. Wessex und das westliche Mercia blieben unter angelsächsischer Herrschaft. Der gesamte Norden und Osten, Northumbria, East Anglia und das östliche Mercia wurden offiziell als das Gebiet anerkannt, in dem die Wikinger sich niederlassen und nach ihren eigenen Gesetzen und Bräuchen leben durften. Dieses riesige Gebiet wurde als das Danelagh, Danelaw, bekannt. Es war kein einheitliches Wikingerkönigreich, sondern eine Region, in der skandinavischer Einfluss dominierte. Mit dem Frieden im Rücken nutzte Alfred die folgenden Jahre, um sein Königreich so zu reformieren, dass eine solche Katastrophe nie wieder geschehen konnte. Seine Reformen waren tiefgreifend und legten den Grundstein für den späteren englischen Staat. Die Boers. Alfred schuf ein Netzwerk von befestigten Städten und Festungen, den sogenannten Burhs. Diese waren strategisch so angelegt, dass kein Ort in Wessex mehr als einen Tagesmarsch von einer sicheren Zuflucht entfernt war. Jeder Burh hatte eine ständige Garnison und war für die Verteidigung des umliegenden Landes verantwortlich. Dieses System machte schnelle Wikingerüberfälle weitaus schwieriger und kostspieliger. Militärreform: Er reorganisierte den Fyrd. Anstatt die gesamte Armee auf einmal einzuberufen, teilte er sie in 2 Hälften. Eine Hälfte war im aktiven Dienst, während die andere ihre Felder bestellte. Dies ermöglichte es Wessex, eine stehende Armee über längere Zeiträume zu unterhalten. Die Marine. Alfred gilt als der Vater der englischen Marine. Er ließ neue,
größere und schnellere Schiffe bauen, die den Wikinger-Langschiffen überlegen waren und feindliche Flotten abfangen konnten, bevor sie überhaupt landeten. Kultur und Bildung. Alfred war überzeugt, dass die Wikinger-Invasion eine Strafe Gottes für den moralischen und intellektuellen Verfall der Angelsachsen war. Er initiierte ein ambitioniertes Bildungsprogramm, ließ wichtige lateinische Werke, darunter religiöse Texte und Geschichtswerke, ins Altenglische übersetzen und förderte die Alphabetisierung unter dem Adel und dem Klerus. Er war der Überzeugung, dass ein gebildetes Volk ein starkes Volk sei. Die Fortführung der angelsächsischen Chronik unter seiner Herrschaft ist ein unschätzbares Zeugnis dieser Bemühungen. Durch seine militärischen, administrativen und kulturellen Reformen verwandelte Alfred Wessex von einem vom Untergang bedrohten Königreich in die dominante Macht in England. Und er war der erste König, der sich nicht nur als König von Wessex, sondern als König der Angelsachsen bezeichnete. Die große heidnische Armee, die 865 auszog, um die angelsächsischen Königreiche zu erobern, erreichte ihr Ziel auf paradoxe Weise. Sie zerstörte 3 der 4 großen Reiche und brachte das letzte an den Rand des Abgrunds. Doch indem sie dies tat, schuf sie unbeabsichtigt die Bedingungen für die Entstehung eines neuen, vereinten Englands. Der gemeinsame Feind zwang die verbliebenen Angelsachsen, ihre regionalen Rivalitäten zu überwinden und sich unter der Führung von Wessex zu vereinen. Die Nachfolger Alfreds, sein Sohn Edward, der Ältere, und sein Enkel Äthelstan setzten sein Werk fort. Sie eroberten das Danelag schrittweise zurück und schufen im Jahr 927 unter Äthelstan erstmals ein politisch geeintes Königreich England. Doch das Erbe der Wikinger war nicht nur Zerstörung. Die skandinavischen Siedler im Danelag brachten ihre Sprache, ihre Gesetze, ihre landwirtschaftlichen Methoden und ihre Handelsnetzwerke mit. Es kam zu einer tiefgreifenden kulturellen Verschmelzung. Tausende von englischen Wörtern wie Sky, Egg, Law, Window und Ortsnamen, die auf by, Thorpe oder Thwaite enden, haben ihren Ursprung im Altnordischen. Die Geschichte der großen heidnischen Armee ist somit eine Geschichte von brutaler Eroberung und unbeabsichtigter Schöpfung. Sie ist die Geschichte eines Volkes, das durch Feuer und Schwert fast ausgelöscht wurde, aber aus der Asche unter der Führung eines seiner größten Könige wieder auferstand, stärker und geeinter als je zuvor. Die Invasion, die England vernichten sollte, hatte es stattdessen für immer geschmiedet.